Das Projekt Inklusive Verkehrswende von Sarah und mir ist gefördert durch die Freunde des WZBs und dadurch konnten wir uns jetzt ein Jahr lang mit der Perspektive von Menschen mit Migrationshintergrund zu ihrer Alltagsmobilität und zur Mobilitätswende beschäftigen. Genau, und darauf gekommen sind wir, weil unsere Untersuchungen davor der Daten der Studie Mobilität in Deutschland gezeigt haben, dass Menschen mit Migrationshintergrund im Vergleich zum Rest der Bevölkerung 10% mehr Zeit in ihre alltäglichen Wege investieren müssen, obwohl sie die gleichen Distanzen zurücklegen. Und das liegt unter anderem an ihrer Wohnortlage. Und um diese Ergebnisse auch zu vertiefen, haben wir Gespräche geführt mit Menschen mit Migrationshintergrund und auf einer Veranstaltung mit Menschen aus Politik und Aktivismus diskutiert. Mobilität. Muss ich aus den Außenbezirken in die Innenbezirke rein? Habe ich genug Geld, um mir überhaupt ein Monatsticket zu leisten oder nicht? Oder fahre ich Fahrrad? Das hat dann vielleicht auch noch mal so ein bisschen Hintergründe, die sozusagen aus der Sozialisierung heraus entstanden sind. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr, sehr stark auf Mobilität auch angewiesen ist und ausgerichtet ist. Also die gesellschaftliche Teilhabe wird vielfach mit dem Auto, mit einer hohen Mobilität, auch Entfernungen zu überwinden, wann immer man möchte, sozusagen verbunden. Und genau da brauchen wir einen Wandel, eben nicht nur die Technik, nicht nur den Antrieb, sondern auch eine Idee davon, wie was funktionieren kann. Mein Name ist Janina Welsch. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit der nachhaltigen Mobilität. Und ich bin der Meinung, dass die Diversität in der Gesellschaft sich viel stärker in der Mobilitätsforschung abbilden muss, um auch die Mobilitätswende für alle zu schaffen. Wie schon zu Beginn gesagt, spielt auch Segregation, also die räumlich ungleiche Verteilung im Raum, eine wichtige Rolle und wie sich das auf den Zugang zu verschiedenen Verkehrsmitteln auswirkt. Da sieht man ja auch, dass wieder Wohnen so eine große Rolle spielt. Gentrifizierung führt dazu, dass Menschen wie deine Eltern dann wegziehen müssen und dann Nahmobilität einfach nur noch eine Utopie für Menschen bleibt. Wir können und dürfen einfach nicht Verkehrswende alleine als einzelne Insel betrachten. Mein Plädoyer wäre schon auch hier zu gucken, okay, von den Außenbezirken her auch gedacht, weil nur über die Außenbezirke heraus können wir auch die Mobilitätswende vor allem voranbringen. Das sind ja diejenigen, die pendeln müssen, die in die Innenstadt reinfahren müssen. Da gibt es auch diejenigen, die nach sicheren und schnellen Fahrradrouten auch fordern, aber es gibt auch diejenigen, die einfach mit der S-Bahn fahren wollen, mit der S-Bahn, U-Bahn. Rufbusse, also so die Fragen, wie können wir auch kreativ auf die Anforderungen, die wir derzeit haben, auch schneller reagieren. Also wie können wir auch kreativer reagieren. Mein Name ist Fernand Kotschak und ich frage mich, mit dem Fahrrad durch Neukölln als Betroffener von Rassismus, das heißt erst Racial Profiling am Hermannplatz und dann Todesangst mit dem Fahrrad durch die Sonnenallee. Deshalb sozial-ökologische Mobilitätswende jetzt. Innerhalb unseres Projektes haben wir uns auch mit dem Begriff Migrationshintergrund beschäftigt. Wer definiert diesen Begriff und wie wird er in der Mobilitätsforschung verwendet? Ich bin Phyllis Kekilolo, Bezirksstadträtin für den öffentlichen Raum, also unter anderem auch zuständig für den Verkehr in Lichtenberg. Die Kategorie Migrationshintergrund ist nicht treffsicher. Mit der Kategorie werden Menschen erfasst, die unter anderem auch keine Diskriminierungserfahrung machen. Aber Menschen wiederum, die Rassismuserfahrung machen, werden von der Kategorie nicht erfasst, wie beispielsweise schwarze Menschen, die seit mehreren Jahrzehnten, deren Familien seit mehreren Jahrzehnten in Deutschland leben und somit auch keinen Migrationshintergrund haben. Verkehrswende für mich bedeutet, die Verkehrssicherheit in den Fokus zu setzen und Verkehr auch vor allem aus der Sicht der vulnerablen Verkehrsteilnehmenden her zu planen und zu gestalten. Das bedeutet für mich, Kinder in den Fokus zu stellen, Seniorinnen und Senioren, Personen mit Mobilitätseinschränkungen, Radfahrerinnen. Und ich denke, dass wir hier verschiedene Interessen berücksichtigen müssen. Dass wir rassifiziert werden, vielleicht BIPOC, ein bisschen sinnvoller wäre, das da zu nutzen und das auch, also das beim Namen zu nennen, was es eigentlich sein soll, was man da erfassen möchte. Warum beteiligen sich die Menschen denn nicht? Warum reden immer nur die gleichen Menschen? Und irgendwie finde ich es außen vor gesehen, wenn wir nicht darüber reden, dass es einfach nur eine Konsequenz unseres Systems ist, dass immer die gleichen Menschen irgendwie forschen oder planen und in der Verwaltung sitzen. Mein Vater gehört zu der Generation und zu der auch Gruppe, für die es nicht selbstverständlich ist, dass deren Stimme und deren Perspektive ernst genommen wird. Er kennt das so gar nicht. Keiner hat ernsthaft nach seiner Meinung gefragt und er hat auch nie das Gefühl gehabt, okay, das, was ich hier
zu sagen habe, interessiert ja wirklich jemanden. Hallo, ich bin Edda. Wenn wir über eine gerechte Mobilitätswende sprechen, in der rassifizierte Personen auch inkludiert werden sollen, dann kommen wir nicht drum herum, Menschen in der Wissenschaft, Politik und Verwaltung auch einzustellen und diese mitentscheiden zu lassen. Sie müssen in diesen Positionen vertreten sein, um überhaupt eine Repräsentanz schaffen zu können. Diese Erkenntnisse und Perspektiven wollen wir durch unser Projekt auch als Transfer wieder in die Forschung zur Mobilitätswende einfließen lassen, um hier auch ein differenziertes Bild zu diesem Thema einbringen zu können. Und wir hoffen, dass die Ergebnisse aus der Forschung dann auch wieder in die Gesellschaft zurückwirken. Denn gerade im Kontext des Klimawandels kommt der Mobilitätswende eine immer größere Bedeutung zu. Und daher sollten auch alle gesellschaftlichen Gruppen ein Mitspracherecht haben.